Heute im Review der brandneue Nike Mercurial Superfly 8. Wir testen also den brandneuen Fußballschuh von CR7 und natürlich auch beispielsweise Kylian Mbappé. Zusammen mit Sport 2000 habe ich die Möglichkeit für euch, diesen Fußballschuh unter die Lupe zu nehmen. Wir klären heute, hat sich im Schuh was verändert, beziehungsweise welche Features bietet er, für welchen Spielertyp ist er geeignet, was gilt es zur Passform zu beachten, sprich alles, was ihr wissen müsst über den Nike Superfly heute im Review. Bevor wir gleich zu den Key Facts und den Produktfeatures von diesem Nike Superfly 8 kommen, würde ich sagen, schauen wir uns doch zunächst erstmal die Optik an. Kommen wir zur Optik. Man muss sagen, hier ein sehr, sehr auffälliges Colorway. Rot, Grün und auch die Stollenplatte hier mit Grau, Blau und Grün. Sprich ein sehr, sehr farbenintensiver Fußballschuh. Ist natürlich Geschmackssache. Ich muss sagen, ich muss mich noch so ein bisschen an die auffällige Optik gewöhnen. Ich bin eigentlich eher so ein Typ, der gerne weiße Schuhe trägt. Nichtsdestotrotz finde ich das Ganze eigentlich relativ cool. Lasst gerne mal eure Meinung hierzu da. Grüner Nike ist wurscht, man kann hier auch das Titansynthetik erkennen, sprich die verschiedenen Komponenten, erkläre ich euch gleich, was das heißt. Ansonsten hier der Flyknit-Bereich, der Fußballschuh auf jeden Fall sehr, sehr weich, schon aus der Box raus. Auf der Innenseite jetzt wieder ein kleiner Nike-Swoosh und auch hier kann man quasi noch das Titansynthetik erkennen. Das kennt ihr aus dem letzten Video, das nennt sich Speedwings, ist nicht ganz so mein Typ, ist eigentlich nur für die Optik da, stört mich eher so ein bisschen. Und auch die Sohlenplatte, habt ihr im Review mitbekommen, ist jetzt verbunden und auch die Veränderung der Stoll werden wir natürlich nachher noch aufgreifen. Hier hinten, das finde ich sehr, sehr cool, ein Mercurial-Logo quasi hier nochmal. Und auch die Socke beim Superfly typischerweise natürlich wieder vorhanden. Die ist sehr, sehr weich, kann man hier auch direkt erkennen. Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, würde ich sagen, klären wir jetzt im Video. Zum Nike Mercurial Dragonfly gibt es ja bereits ein Review, das ist dieses Exemplar hier. Da stellt sich natürlich die Frage, hat sich da jetzt was verändert zum neuen Colorway? Natürlich von der Performance aus nichts. Nichtsdestotrotz wollen wir heute natürlich nochmal die Key Facts wiederholen, um euch zu erklären, was genau dieser Fußballschuh bietet und wie gesagt, was es zur Passform und sonstigem zu beachten gibt. Deswegen natürlich heute nochmal Zusammenfassung, alles zum Superfly 8. Starten wir natürlich erstmal mit dem Thema Obermaterial. Hier hat sich sehr, sehr viel verändert zum Nike Superfly 7. Ihr habt zum letzten Review gehört, wir haben nur noch hier den Flyknit-Bereich bei der Schnürung. Ansonsten nennt sich das Ganze Vapor Posit. Das ist dieses Obermaterial ringsrum, quasi der Schuhkörper. Es ist ein vierlagiges Obermaterial, klingt jetzt erstmal okay, damit ist es wahrscheinlich sehr, sehr dick und die Ballkontrolle nicht ganz so gut. Das ist überhaupt nicht der Fall, es ist sehr, sehr weich, das Obermaterial, kommen wir gleich nochmal bei der Ballkontrolle dazu. Nichtsdestotrotz gibt es hier zum Beispiel auf der Innenseite eine Schicht, die einfach für einen besseren Komfort ist. Dann ist noch eine stabilere Schicht drum, um quasi einen guten Lockdown zu haben im Schuh. Und dann kommen wir natürlich zum entscheidenden Teil und zwar nennt sich das Titansynthetik. Ihr habt ja quasi die verschiedenen Komponenten. Beim letzten Dragonfly war das die farbigen Teile, um zu zeigen, welche Farbe übernimmt welche Komponente beim Fußballschuh. Beispielsweise haben wir hier am Vorderfußbereich so ein Speedband, heißt es genau. Das hilft einfach, einen besseren Lockdown zu haben. Hier im Mittelfußbereich haben wir quasi noch ein bisschen weicher, dass es einfach besser anpassen kann. Hier vorne am Vorderfußbereich, dieser grüne Teil sorgt wieder für bessere Haltbarkeit. Sprich, das Titansynthetik hat verschiedene Komponenten, die es in der Arbeit quasi erfüllen soll. Ob das Ganze funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.
Bevor wir zu den weiteren Veränderungen kommen, wie beispielsweise der Sohle, möchte ich natürlich erstmal erklären, funktioniert das Ganze, was Nike hier gemacht hat mit Titan-Synthetik. Ich muss sagen, beim Touch auf jeden Fall ein extrem gutes Ergebnis. Tatsächlich nochmal softer als beim Nike Superfly 7, was ich persönlich für fast unmöglich gehalten habe. Für mich war der Nike Vapor 13 der Superfly 7 einer der besten Fußballschuhe. Nichtsdestotrotz hat es Nike geschafft, dass das Ummaterial einfach nochmal weicher ist, sprich der Touch ist nochmal direkter. Für alle, die also Tempo-Tripling machen wollen, direkt den Touch. Der Nike Superfly 8 auf jeden Fall ein extrem guter Fußballschuh. Kommen wir zum Thema Passform. Auch hier hat sich so ein bisschen was verändert. Habt ihr auch im Review zum Nike Vapor 14 gehört. Und zwar generell ist der Fußballschuh etwas breiter geworden als das Vorgängermodell. Das liegt einfach daran, dass, wie gesagt, das Obermaterial nochmal etwas weicher ist. Deshalb dehnt sich es noch ein bisschen mehr, beziehungsweise passt sich ein bisschen besser an den Fuß an. Deshalb von schmal bis leicht breit tatsächlich der Nike Superfly 8 bespielbar. Nicht nur das Obermaterial hat ein Upgrade bzw. eine Veränderung bekommen, sondern auch die Sohlenplatte. Ihr könnt sehen, es ist immer noch eine Split-Sole, allerdings verbunden hier Mittelfußteil. Das hatten wir beim Nike Superfly 7 und Vapor 13 nicht gehabt. Da war quasi kein Sohlenteil in der Mitte. Das hat Nike geändert aus dem Grund, dass es einmal stabiler ist und quasi auch nochmal aggressiver ist beim Beschleunigen, dass man quasi eine bessere Unterstützung bekommt. Dadurch ist das Ganze natürlich nicht mehr so flexibel wie beim Superfly 7, ist aber kein Nachteil, wie gesagt das Ganze jetzt stabiler ist. Und auch die Stollenanordnung hat hier quasi eine Veränderung bekommen. Nike hat es so angeordnet, dass es nicht nur auf maximale Beschleunigung nach vorne ist, sondern auch quasi in alle Richtungen, sprich deshalb die Stollen etwas mehr nach außen angerichtet. Das war es auch zum brandneuen Nike Mercurial Superfly 8. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem neuen Colorway sagt. Lasst Feedback in den Kommentaren da. Falls ihr euch den Schuh sichern wollt, zusammen mit Sport 2000 haben wir den unten verlinkt, könnt ihr euch den Fußballschuh zulegen. Ihr habt gehört, was ich zur Performance sage. Eure Meinung ist natürlich auch entscheidend. Wie gesagt, Feedback da lassen. Das war's zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.